Servus und hallo zum 29. Baustellen-Update meines Hausbaus hier im Salzkammergut. Die Ausgangslage war dieses Hanggrundstück, wo wir sowohl für das Carport als auch für das Haupthaus richtig viel Erdmasse abtragen und wegtransportieren mussten. Darauf folgend das Fundament und der dreistöckige Rohbau, der in den letzten Wochen mit dem Dachstuhl seinen Hut aufgesetzt bekommen hat. Und sogar die Dachdeckung ist mittlerweile wirklich vollständig fertiggestellt worden. Wir schauen zurück auf eine sehr ereignisreiche Woche. Einige Dinge sind passiert, wo ich gar nicht geglaubt habe, dass sie passieren. Andere Dinge, die hätten passieren sollen, sind auch nicht passiert. Wie es so oft ist. Aber ich denke und ich hoffe natürlich, dass das jetzt nächste Woche weitergeht. Und zwar mit den Schritten, die noch ausstehen. Nichtsdestotrotz, ihr seht von hier schon ein bisschen die Sonnleiten-Residenz. Hinter dieser Mauer stehen fast alle meine Fenster und Terrassentüren. Also, haltet euch an. Jetzt gehen wir mal da runter zum Baustellenanfang. Schauen auch direkt zu den Fenstern, denn das müsst ihr gesehen haben. Wie gesagt, ich finde Fenster sind immer so ein bisschen die Augen von einem Haus. Dementsprechend natürlich auch mir sehr wichtig. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hier seht ihr sie schon lehnen an der Wand. Schön eingepackt. Die sind gestern geliefert worden, so um 3, 4 Uhr. Hat jetzt nicht geregnet. Wir haben jetzt einen der wunderschönen Tage erwischt. Eigentlich den, ja, kann man gut sagen, den ersten jetzt in dieser Woche. Und da stehen sie. Meine 14 Fenster hier an der Zahl. Also das sind 7, das sind auch 7. Ihr könnt hier ein bisschen durchsehen. Vielleicht sieht man es ja ein wenig. Seid nicht so ungeduldig, das kommt dann alles nächste Woche. Denn nächste Woche werden sie alle schon eingebaut. Montag kommt dann schon der Monteur und wird sich dem Thema widmen. Dann könnt ihr das alles mal ohne Folie sehen. Aber ihr seht hier schon das Grün ein bisschen durch. Hier geht es rüber auf den weißen Flügel mehr oder weniger. Dann hier auch mit den Sprossen. Ihr könnt diese vertikale Sprosse sehen mit den beiden horizontalen wiederum. Die Rückseite. Da gehen wir am besten zu diesem Päckchen hier, denn das steht genau umgekehrt. Noch schwieriger zu sehen, aber komm mal her zu mir. Da sieht man jetzt schon das Holz, beziehungsweise die Lärchenholz-Optik. Eine richtig schöne Optik. Ich freue mich extrem drauf, wenn die jetzt drinnen sind und wie das dann wirkt natürlich. So ist es eine Sache, aber eingebaut natürlich eine ganz andere. Dann, wir kommen zum nächsten Paket hier hinter mir. Dieses große Teil, das sind insgesamt 3 Türen. Heißt, also ein Flügelelement links und rechts mit einem verschließbaren Flügel und dem anderen normalen Flügel geht linksseitig auf und drehe ich sonst mal daher. Genau gleich auch wie da drüben, bedeutet mit dem grünen, moosgrünen Rahmen, dem Türblatt bzw. den Flügeln sind in dem Fall eben wieder mit weißer Rand, wieder die horizontale Sprossen. In dem Fall sind es aber 3, also 1, 2 und dann hier oben nochmal 3 mit einer vertikalen. Passt natürlich auch gut zu den Fenstern dazu, aber wieder mit diesem kleinformatigen Sprossenprofil, sage ich jetzt mal. Und neben diesen großen Elementen sind hier die Fixelemente. Mehr oder weniger. Es sind nämlich eigentlich keine Fixelemente, sondern fix verschraubte Türen. Die könnte man grundsätzlich oder hätte man grundsätzlich mit Griffen ausstatten können, dann könnte man die auch aufmachen. Mir war aber wichtig, dass die Optik von der Außenseite gleich ist wie auf der, wie auf dieser Seite. Denn ich hoffe, ihr könnt mir jetzt folgen. Wenn ich hier ein Fixelement anbringen würde, dann hätte ich diesen weißen Rahmen außen nicht mehr. Dann würden die weißen Sprossen direkt auf die grüne Außenkante treffen. Und in dem Fall wollte ich das nicht, weil dann der Fokus nur mehr auf das mittlere Element gelegt werden würde, also der weiße Rahmen quasi. Und das Gegenteilige das gleiche wollte ich dann auch hier, auch wenn es teurer ist und eigentlich keine Funktion hat, aber ihr werdet es morgen sehen, beziehungsweise nächste Woche dann sehen, wenn es eingebaut ist, dann werdet ihr meiner Meinung sein. Das Einzige, was hier bei diesem Päckchen eigentlich noch fehlt, die Windläden, die Fensterläden, die links und rechts natürlich pro Fenster hinkommen, nur bei den Fenstern, nicht bei den Terrassentüren, aber die werden höchstwahrscheinlich auch schon geliefert, vielleicht sogar schon montiert. Wir werden sehen. Dreht euch mal. Ich darf euch den letzten Stand des Hauses zeigen und vorstellen, diesmal immer noch mit dem Gerüst. Das letzte Mal habe ich ja gesagt, es wird das Haus dann mal komplett nackt
dastehen. Auf diese Nacktheit müsst ihr noch ein bisschen warten. Die Woche war eigentlich angesagt, dass die Gerüstbauer kommen und alles abbauen. Ist sich aber anscheinend nicht ausgegangen. Kommen, nehme ich an, nächste Woche und mit dem wird dann auch alles abgebaut. Aber wenn ihr genau hinschaut, hier rechts und links, da war ja diese Brüstung oben, mehr oder weniger die Bretter hier auf den Elementen, die ja noch angebracht sind. Die sind von der Baufirma auch schon abgetragen worden, schon weggeliefert worden. Ihr könnt es generell sehen, einiges ist schon entfernt worden. Ein paar Absperrgitter sind auch noch hinter euch gestanden, wurden alle mittlerweile schon vom Lastwagen abgeholt. An der Stelle auch noch ein riesen Dankeschön an den Sponsor dieser Baudokumentation, also die Brandl Baufirma, die auch in dem Fall alle Gewerke eigentlich in Bezug auf Holzbaumeister, aber auch normale Baumeisterarbeiten gemacht haben. Ihr habt es miterlebt. Einfach der Wahnsinn. Super getimt. Und die Woche ist auch alles gestemmt worden für den Installateur. Ist alles schon entsorgt worden, das werdet ihr gleich sehen. Aber ist wirklich verlässlich auf alle Fälle. Bin sehr froh, dass ich sie an Bord habe und dass ich sie gewählt habe. Wir schauen rein, denn da ist richtig viel passiert. Wieder beim Haupteingang rein, genau gleich. Hier ist noch ein paar Schienen am Boden. Da weiß ich zum Beispiel gar nicht, wofür die eigentlich genau sind. Ich nehme mal an, die kommen auf der Oberseite oder auf der Unterseite hin. Es sind 25 Elemente. Wo ich 25 Elemente brauche, keine Ahnung. Ja, alles kann man nicht wissen. Vielleicht zeige ich es euch nächste Woche, dann weiß ich mehr davon. Kommt's mal rein. Das ist das erste Mal, dass ihr den Eingangsbereich so seht. Normalerweise, jetzt war immer, diese beiden Öffnungen waren immer offen und zwar jeweils pro Stockwerk. Da kommt die Fußbodenheizung rein und auch nochmal Verteilerkasten, soweit ich weiß. Das ist eine, ich glaube, ein 12er Wandel ist es, also eine 12er Wand, die hier nochmal aufgezogen worden ist und auf der Flurseite wird dann hier vis-à-vis davon, gehen wir gleich rein, dann dieses ganze technische Zeug, sage ich mal, eingesetzt und hier mal abgeschlossen worden, damit mit den Mauern alles beendet werden kann. Gehen wir aber jetzt mal weiter. Wir gehen wieder hoch in die oberste Wohnung, in das Erdgeschoss / Dachgeschoss. Hier ist links das zweite Schlafzimmer, da hat sich jetzt in dieser Phase fast nichts getan. Außer ein paar Kleinigkeiten, aber die zeige ich euch im Wohn-Ess-Bereich. Ihr seht jetzt, wenn ihr den Gang entlang schaut, schau vielleicht ein bisschen mehr da rein, das ist eben genau die Rückseite von diesen angesprochenen Öffnungen, die immer offen waren, haben natürlich auch das Stiegenhaus mit viel Licht versorgt. Das ist jetzt um das eigentlich weniger, da warten wir jetzt noch drauf, bis das mal ein Licht drinnen ist oder Strom drinnen ist, dann wird das wieder besser. Aber jetzt ist eigentlich einer der dunkelsten Bereiche, weil natürlich kein Fenster drinnen ist. Und ihr seht hier schon, gehen wir direkt hier rein. Gehen wir in den Wohn-Ess-Bereich rein. Hier haben wir die hochgezogene Wände des Abstellraums hier oben. Heißt, genau da ist ziemlich viel weggestemmt worden, wahrscheinlich wegen den Leitungen bzw. vielleicht durchgebrochen, wer weiß. Auf jeden Fall kommt hier der Anschluss hin für die Waschmaschine und darüber eventuell nochmal ein Trockner, wenn man das möchte. Ich werde jetzt grundsätzlich mal nur eine Waschmaschine reinstellen, pro Stockwerk, pro Wohnung. Und wie ihr sehen könnt, am besten drehst dich mal hier rüber, schaust mal hier hoch. Ein gewaltiger Raum, der sich natürlich hier bis ganz oben hinzieht. Ihr seht es, ich habe es schon mal angesprochen, bis zur obersten Ziegelreihe geht das hier fließend drüber, wird dann hier auch abgeschlossen und das Element steht halt jetzt nochmal zusätzlich hier im Raum drinnen. Es macht den Raum nochmal kleiner, auf alle Fälle, genau gleich auch wie es unten war im ersten Untergeschoss, im zweiten Untergeschoss, da gehen wir jetzt gleich mal hin. Aber es ist ein notwendiger Raum, weil es einfach so viel Fläche bietet. Ein Waschraum bzw. ein Raum, wo man was abstellen kann und sowas, das braucht man einfach und da kann man gut mal hier auch auf Fläche ein bisschen verzichten. Bitte nicht unterschätzen, es ist nämlich das letzte Mal eine Frage gekommen wegen der Breite des Raumes. Hier, da kommt eine 2 Meter lange Kücheninsel her. Ist sicher, es gibt noch größere Kücheninseln, aber in dem Fall 2 Meter, ich finde das schon echt sehr, sehr großzügig. Vor allem sie ist 1 Meter breit, also 2 Quadratmeter hier nur Kücheninsel und genau dahinter kommt dann die Küchenzeile her. Stell dich mal komplett zweidimensional vor mich hin. Ihr seht es schon, da haben wir die Dachschräge drinnen. Das wird nochmal ein Thema und zwar in Bezug auf die Ästhetik von den Ganzen. Wenn da nämlich die Hängeschränke hinkommen, wo man die genau abschließt, soll man sie schief hier bis zum Dach dann rüberziehen? Keine Ahnung, ganz ehrlich. So schiefe Linien schaut dann immer nicht ganz so vollständig aus, muss sich echt im Detail dann anschauen, wenn es dann soweit ist, wenn dann hier eben alles drauf ist, wenn der Dachstuhl ausgeblasen wird. Wie ihr wisst, hier genau die Span, da sieht man ja nur 2 an der Stelle, aber auch wenn man
hinter euch hinschaut, da ist mittlerweile diese Abdeckung drauf. Dieses Brett ist jeweils an dieser Seite des Hauses, auch an der anderen, alles geschlossen worden. Da kommt nämlich dann natürlich die Isolierung rein, eine Zwischensparendämmung. Die wird dann, glaube ich, ausgeblasen, soweit ich weiß. Und das wird dann ungefähr Mitte, Ende Dezember passieren, also auch noch dieses Jahr. Und da kommt nochmal der Aufbau drauf, das heißt, das muss man alles berücksichtigen und dann schauen wir mal, wo wir da dann mit den Hängeschränken für die Küche tatsächlich hinkommen. Aber kurz habe ich es vorher angeschnitten, wegen der Breite des Raumes hier. Da ist das letzte Mal die Frage gekommen, wie breit ist denn das hier? Von dieser Wand zu dieser Wand, so quasi der Wohnbereich wird ja das. Da kommt die Couch her, mehr oder weniger. Der Esstisch kommt wiederum ungefähr hier. Also nicht direkt symmetrisch vor der Tür, weil ja hier die Kücheninsel ist, aber ungefähr hier wird der Küchentisch hinkommen, beziehungsweise der Esstisch, die Sessel rundherum, wird wahrscheinlich ein runder Tisch werden und da haben wir 5 Meter ungefähr von hier weg bis hier drüben, 5,30 Meter sind es, glaube ich, und 3,40 Meter sind es von hier bis zu der Wand da hinten, wo dann auch tatsächlich der Fernseher sein wird. So viel zu den Maßen. Und es ist alles gestemmt worden für das Wasser. Elektriker ist noch nichts gestemmt worden. Der ist diese Woche gekommen, hat angezeichnet, aber es ist noch nichts passiert. Wahrscheinlich viel los gerade, aber die werden das machen, wenn die Fenster gleichzeitig eingebaut werden. Optimal ist es natürlich nicht, bin ich ganz ehrlich, aber ja, kann man nichts machen, da werde ich einfach nochmal die Fenster putzen wahrscheinlich, damit das wirklich sauber ist, damit ich in diesen Fugen zwischen den Flügeln, dass ich da keinen Staub drinnen habe und so. Aber mit dem muss ich wohl leben, denn es geht nicht anders. Das ist das WC, das separate, auch da hinten, da kommt der Waschtisch hin, der kleine, so Handwaschbecken quasi. Wird auch wieder in Stein ausgeführt. Und wenn wir schon dabei sind, kommt mal rein. Hier in das Badezimmer auch alle Stemmarbeiten gemacht. Ihr könnt hier die Auslässe sehen für die Waschtischarmaturen, die jeweils unterputzt sind, aus der Wand rauskommen. Da kommt die Dusche hin. Ihr seht hier die spezielle Situation hier oben. Da sind wir durch diesen Betonkranz auch nochmal durchgegangen, denn da ist hier die Dachschräge auf 1,82. Das heißt, das geht dann hier so rüber und da kommt dann quasi die Regendusche runter. Ist hier oben speziell wegen der Dachschräge eine ganz eigene Lösung. Aber die hat es einfach gebraucht. Und hier oben hat sich nochmal viel verändert, denn ihr seht diesen ganzen Bereich. Das ist eine 90 cm breite Dusche. Da wird ungefähr hier die Duschwand ihren Platz finden. Und von hier bis hier drüben ist gar nicht so viel Platz. 2,50 Meter vielleicht sind es dann effektiv. Vorher war hier ein Schrank geplant, aber dadurch, dass man auch ein bisschen Abstand natürlich zum Glas haben möchte, ist dieser Schrank nur 30 cm breit gewesen. Da habe ich gesagt, okay, mit dem kann ich nicht wirklich was anfangen. Da habe ich dann effektiv vielleicht so 25 cm Raum, der 50 cm tief ist. Das ist halt dann überhaupt nichts. Jetzt werde ich den Waschtisch einfach nochmal größer machen. Es kommt kein Schrank hin. Es wird quasi ein 2,40 Meter langer Waschtisch mit 15 cm Blende. Darunter ungefähr 40-50 cm dann eine Schublade oder 2 Schubladen übereinander. Und er wird auch schwebend, damit dieses große Element nicht so erschlagend wirkt. Und bei der Sauna hinter euch auch, habe ich mittlerweile alle Angebote bekommen, habe ich akzeptiert. Die wird eigentlich genauso, wie wir das letzte Mal besprochen haben. Mit diesem emaillierten Glas, also mit den schwarzen Glaselementen. Das Glas geht wirklich vom Boden bis ganz hoch, wird sehr edel und sehr schön ausschauen. Ich blende euch nochmal das Referenzbild ein, das mir auch der Saunabauer gegeben hat. Wird echt gut hier reinpassen. Aber ich würde sagen, wir schauen runter. Und zwar in das erste Untergeschoss. Wie ihr wisst, auch hier ist wieder sehr viel passiert. Und zwar in Bezug auf die Stemmarbeiten, aber auch wieder vom Mauerwerk, obwohl wir da schon ziemlich weit waren. Was da reinkommt, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, was das sein wird. Muss ich noch eruieren. Hier seht ihr es, das Gelände ist auch nicht mehr da. Ist letzter Stand der Dinge auch mittlerweile. Aber jetzt schauen wir mal hier runter. Dieser Blick. Einfach alles frei, richtig, richtig fein. Bin jetzt teilweise schon am eruieren, welche Leuchten ich wo haben möchte. Habe noch nichts Passendes gefunden, wenn ich ganz ehrlich bin, für da oben. Aber die Suche geht weiter. Ich habe jetzt mittlerweile wirklich schon hunderttausende Lampen gesehen und durchgescrollt. Jeder, der schon mal Lampen gekauft hat, ich bin mir sicher, ihr seid alle schon durch mit dem Thema, aber gib mir jetzt gerade genau gleich. Hier seht ihr auch wieder, die Öffnungen sind wieder geschlossen worden, auch hier wieder von der Seite, das ist vielleicht ein bisschen besser, weil es heller ist.
Also auch von der Seite beides geschlossen worden. Da drüben komplett gleich, alles gestemmt und auch hier mittlerweile, seht ihr es, da ist es nicht ganz durchgebrochen, da ist noch eine kleine Schicht davor, da ist dann auch die Waschmaschine genau wie es dann auch oben sein wird. Und da wird nächste Woche überall schon das Glas drinnen sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Richtig wild, richtig crazy. Da wird nächste Woche so viel weitergehen. Elektriker kommt, wird weiter anzeichnen, wird auch schon verlegen. Der Installateur wird höchstwahrscheinlich auch schon kommen, wird schon Leitungen verlegen. Der Fensterbau, also der Fenstermonteur wird kommen, wird die Fenster montieren. Es kommt auch einer von Baustoffhändler vorbei, der sich das auch nochmal vor Ort anschaut. Das heißt, die Fensterbänke werden abgemessen, werden dann auch final in Bestellung gegeben. Es werden die Gerüste abgebaut, hoffe ich jetzt dann doch endlich mal, denn wie ihr wisst, wir sind schon im Winter angekommen. Ihr seht es hier hinter mir, dieses schönen Bergpanorama. Mittlerweile haben wir minus 1 Grad. Jetzt am Vormittag hatten wir das, also überall schon, also wir nennen es reif bei uns in Österreich, keine Ahnung, aus Deutschland vielleicht Frost. Vielleicht Frost, ja, der erste Frost. Ja, bei uns ist es reif und ja, so schneeähnlich. Es ist schon ein bisschen die Wirkung, es ist auch echt schon kalt mittlerweile und umso cooler natürlich, wenn die Fenster reinkommen und wenn das alles dann mal wirklich abgeschlossen ist. Könnt ihr euch vorstellen. Auch noch ein Riesenthema, an dem ich gerade dabei bin. Ein bisschen deswegen, weil ich beim Josie das letzte Mal, die haben die Innentüren montiert, habe ich die Innentüren gesehen und dann bin ich echt... Dann habe ich gestartet zu überlegen, wie ich meine Innentüren ausführen möchte. Vorher wollte ich sie unbedingt in Altholz haben, gleich wie auch die restliche Vertäfelung der Wand. Aber ich freunde mich mit einer anderen Marke an, wo die Qualität sehr, sehr gut ist. Wie gesagt, ich habe sie bei Josie da hinter der Kamera gesehen. Von dem her kann gut sein, dass es andere Türen werden, in einer anderen Farbe als vielleicht anfänglich gedacht. Aber lasst euch überraschen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt aber mal runter. Jetzt ist es ein bisschen dunkler, aber schon viel heller als vorher. Wie ihr aus den letzten Videos kennt, hier ist noch überall die Schalung angebracht gewesen. Von dem Stockwerk eigentlich aus bis hier ganz runter. Alles mittlerweile weg. Natürlich fachmännisch von der Baufirma Brandl abgedeckt worden. Wirklich, die sind super dahinter, muss ich schon sagen. Baustellensicherheit ist hier wirklich top und wird groß geschrieben. Es ist auch die Frage gekommen, ob ich hier unter der Treppe quasi das noch abtrennen werde oder ob es so frei bleibt, wie es jetzt quasi ist. Natürlich, ich werde den Platz nutzen, werde es abtrennen und werde schauen, dass das dann am Ende des Tages alles eine nutzbare Fläche ist, wo ich wieder was verstauen kann. Ihr wisst es, Lagerfläche ist das Beste, was man haben kann. Lieber zu viel als zu wenig. Vor allem so Flächen wie diese hier unter der Stiege oder unter der Treppe, ihr kennt es, die muss man fast nutzen, denn ansonsten würde man die wirklich einfach nur verschwenden. Wir gehen weiter. Ihr steht jetzt im Technikraum, da hat sich noch nicht viel getan. Das ist dann alles nächste Woche, aber ihr seht hier mittlerweile schon ein paar Kunstwerke, die mittlerweile Markierungen für die jeweiligen Schalter, für die Steckdosen, hier der Hauptschalter, das LED, die Wandbeleuchtung, die Steckdose darunter, dann geht es hier weiter, da kommen ja nochmal 2 Wandlampen her, alles angezeichnet, ihr seht es und wir haben erst das zweite Untergeschoss gemacht, weil wir uns quasi hocharbeiten. Wir zeichnen hier an, wird alles gestemmt, wird alles aufeinander abgestemmt und dann gehen wir quasi weiter in das erste Untergeschoss. Und ich hoffe, dass wir da nächste Woche wirklich viel in der Hinsicht weiterbekommen. Ihr seht auch hier nochmal, das ist ein Kreuz und dieses Kreuz, das wird nochmal eine Verschiebung mehr oder weniger von der Pendelleuchte darüber. Denn ursprünglich wollte ich hier die Sessel an die Kücheninsel ranstellen, aber habe mich dann doch wieder dagegen entschieden. Ich möchte hier doch einen Tisch haben. Und zwar deswegen, wenn man Gäste zu Besuch hat oder so, dann ist man mit 2 Sesseln, auch wenn es eine Wohnung ist für 2 Leute grundsätzlich, einfach nicht so gut bestellt, da hat man doch lieber mal Platz für mindestens 2, 3 Gäste. Deswegen kommt da nochmal der Tisch her und da hätte ursprünglich die neue Bohrung stattgefunden. Ihr seht hier oben 2 solche ein bisschen hellere Punkte in der Decke. Das sind die Ausnehmungen, die schon gegossen worden sind für Spots, Einbauspots, quasi Unterputzspots und eigentlich unter Betonspots. Aber die werde ich nicht brauchen, denn ich werde die Pendelleuchte hierher platzieren. Aber ich habe mir das nochmal abgemessen
und wird nochmal so ungefähr 20 cm weiter rechts herkommen. Also ich hoffe, der Elektriker kennt sich da aus, da müssen wir dann nochmal miteinander reden, dass das alles passt. Auch hier über der Kücheninsel hat sich nochmal ein bisschen was geändert. Ihr seht hier oben diese Kunststoffteile. Das sind die Ausnehmungen für Kabel, die rauskommen. Keine Spots, nur Kabel. Da werde ich auch die nochmal neu platzieren. Mehr oder weniger, damit sie komplett symmetrisch mit diesen beiden hier sind. Das sind nämlich die Spots zwischen Küchenzeile und zwischen Kücheninsel. Deswegen, da werden nochmal 2 Aufputzspots herkommen, die die Kücheninsel separat nochmal beleuchten. Einfach, dass es symmetrisch noch ein bisschen besser zusammenpasst. Also ihr seht es, das ist alles grundsätzlich geplant worden. Ich habe mir vorher gedacht, ja, das ist eine super Idee. Und jetzt mittlerweile passt es doch wieder nicht so gut dazu. Das ist halt das Lehrgeld, was man ein bisschen bezahlen muss. Am Ende des Tages mein erster Hausbau, das erste Mal hier das geplant, von dem her, da muss man doch ein bisschen Nachsicht haben bei den Ganzen. Aber wir stehen jetzt mittlerweile hier im untersten Stockwerk, im 2. Untergeschoss. Ihr könnt es sehen, wirklich traumhafte Situation gerade, klare Verhältnisse, tolle Stimmung. Und ich schätze mal, dass die nächsten Wochen schon der erste Schnee kommen wird, wie es bei uns normalerweise immer der Fall ist. Normal schneit es im November immer mal, dann geht der Schnee wieder weg, dann ist Weihnachten meistens grün und im Jänner kommt der Schnee wieder. Das ist so durchschnittlich die Geschichte. Aber wir schauen auch mal hoch. Ach Leute, das ist wirklich ein wunderschöner Blick hier raus, hinter euch. Die Fenster, die Türen. Nächste Woche wird richtig spannend und richtig große Schritte kommen auf euch zu, beziehungsweise auf uns auch zu. Es hat sich aber nochmal was getan. Im Zuge von dem ganzen Aufmauern, Stämmen und Wegräumen, ihr seht es, das ganze Material ist hier in diese Mulden mehr oder weniger reingekommen, ist alles auch schon wegtransportiert worden teilweise. Und es ist noch immer die Lagerfläche, wo vorher das Containerdorf war. Für die länger schon dabei sind, ihr wisst, wovon ich rede. Das ist mittlerweile, ihr seht es schon, auch diese Treppe hier, das ist alles nicht mehr da. Ihr seht es, da geht es runter, alles nur mehr quasi Geröll und da unten nur noch Wiese. Gehen wir ein bisschen darüber oder hier rein. Gehen wir da vorbei. Wagt mal einen Blick hier runter. Ihr seht es, ein paar wenige Pfosten, die noch da drinnen sind, die wurden jetzt am Ende des Tages nicht rausgezogen. Die stecken so fest drinnen, die sind vom Bagger reingezogen worden. Vielleicht machen sie das noch irgendwie mit einem Hydraulikkran oder so, ansonsten werden die, glaube ich, einfach abgeschnitten und dann hat es das mehr oder weniger. Da unten seht ihr auch den Anschluss, wo das Wasser reinkommt, wo jetzt auch noch das Wasser genommen wird, da wo der Schlauch liegt. Und auch der Strom, der geht schon in diesen Kasten rein, wird jetzt aber alles dann kommende Woche quasi ins Haus offiziell dann auch reingezogen. Ich würde gern zu euch rübergehen, aber es ist nicht so einfach. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben auf das Video da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr natürlich mehr sehen wollt, ihr habt es gesehen, die 29. Folge ist es jetzt. Das kommende Mal wird es die Folge Nummer 30 werden. Könnt ihr euch das vorstellen? Wirklich der Wahnsinn. Und da werden wir nochmal eine große Kooperation machen und zwar mit Reolink. Mehr dazu aber gern das nächste Mal. Macht es gut, ich wünsche euch eine schöne Woche.